als wenn sich die Beleidigung zum Beispiel an einen anderen Beruf. Das gilt dann ja auch für Ihren AfD-Kollegen. Wir haben das Gesetz nicht eingeführt und wir haben nicht zugestimmt, Herr Kollege. Wenn er Anzeige erstattet, dann wird die Staatsanwaltschaft wohl auf Grundlage Ihres Gesetzes ermitteln. Aber sie könnte auch einfach nur wegen Beleidigung ermitteln. Tut mir leid, wenn Sie das intellektuell nicht erfassen können. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Was passiert, wenn ein Grüner versucht, Sven Tritschler von der AfD anzugreifen, aber dann selbst intellektuell völlig baden geht? Ganz ehrlich, das ist nicht nur peinlich, sondern ein Paradebeispiel dafür, dass die Grünen außer Phrasen nicht viel zu bieten haben. Warum wird hier mit zweierlei Maß gemessen und wie lässt Tritschler diesen Angriff regelrecht verpuffen? Das erfahrt ihr in diesem Video. Vergesst nicht, liked das Video, abonniert den Kanal und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Auf geht's! Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn in Deutschland ja zu allen Zeiten etwas gut funktioniert hat, dann war es das Führen von Akten. Und so war es auch gar nicht schwer, eine Ermittlungsakte nebst Haftbefehl gegen meinen Urgroßvater, den ich als Kind noch kennenlernen durfte, zu finden. Dort ist vermerkt, er habe am 9. November 1935 mit einem Mittäter, zitiere, den Führer und Reichskanzler dadurch beschimpft, dass er ihn einen Bluthund und Massenmörder nannte. Zitat Ende. Und besonders rührend fand ich einen Brief meiner Urgroßmutter in der Akte, die um einen Besuchsschein bat, oder besser gleich 2 oder 3 davon, weil sie, Zitat, 2 Kinder, eines davon meine Großmutter, und einen alten Vater von 78 Jahren hat und noch nebenbei in die Fabrik gehen muss und es sonst so umständlich ist. Sie schließt ihren Brief wie folgt: Bitte sind Sie so gut und lassen Sie eine arme, unglückliche Frau mit 2 unschuldigen Kindern nicht lange warten. Als vor kurzem der Fall des 64-jährigen Rentners Stefan Niehoff Wellen schlug, dem von der bayerischen Justiz die Wohnung, in der er gemeinsam mit seiner Ehefrau und seiner behinderten Tochter lebt, auseinandergenommen wurde, weil er Robert Habeck im Netz als Schwachkopf bezeichnet hatte, habe ich mich gefragt, was wohl mein Urgroßvater dazu gesagt hätte. Leider kann ich ihn nicht mehr fragen. Mein Urgroßvater wurde übrigens auf Grundlage des Gesetzes über heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutze von Parteiuniformen verhaftet es gibt den Wunsch und nach einer angeklagt. Zwischenfrage. Sehr gerne. Herr Kollege Rock, bitte sehr. Vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Herr Tritschler, Sie inszenieren sich ja jetzt hier als vermeintlicher Hüter der Meinungsfreiheit, während Ihre Parteikollegen auch nicht davor zurückschrecken bzw. keine Hemmungen haben, den Sicherheitsapparat einzuschalten, wenn es einmal Sie selbst trifft. So hat ein AfD-Funktionär aus dem Landkreis Füssen kürzlich Strafanzeige wegen Beleidigung im Netz gestellt, was in diesem Fall sogar eine Hausdurchsuchung bei dem Angezeigten zur Folge hatte. Ich frage mich, wie Sie sich vor diesem Hintergrund diese Doppelmoral erklären. Bitte sehr. Ja, zuhören hilft, Herr Kollege. Ich werde es auch gleich noch ausführen. Es geht nicht darum, dass sich jeder beleidigen lassen muss. Es geht darum, dass wir keine Sonderrechte für Politiker haben wollen. Das ist der Unterschied. Sie müssen sich nicht beleidigen lassen, eine Krankenschwester muss sich nicht beleidigen lassen, ein Polizist muss sich nicht beleidigen lassen, aber wir wollen kein Sonderrecht für Polizisten haben, nicht für Polizisten, für Politiker haben. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen uns beiden wahrscheinlich. Mein Urgroßvater wurde übrigens auf Grundlage des Gesetzes über heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutze von Parteiuniformen verhaftet und angeklagt. Und falls der Ausgang interessiert, er hatte Glück, dass sich nicht genau feststellen ließ, wer von den Beteiligten was gesagt hat. Ja, ich weiß, Sie interessiert das nicht. Nee, Sie sind wahrscheinlich auf der anderen Seite gestanden in der Familie, ist okay. 2 Sachen lerne ich daraus. Sondergesetzgebung, die den Staat und diejenigen, die ihn beherrschen, Herr Kollege, das ist der Punkt, vor Kritik schützen soll, ist offenbar eine alte deutsche Tradition und keine gute. Und vor allem, nicht alles, was ein Gesetz ist auch gleich Recht. Der neue Paragraph 188 des Strafgesetzbuches ist genau so ein Fall, Herr Kollege Rock. Er schafft ein Sonderrecht für Politiker. Wer Sie etwa beleidigt, muss mit härterer Strafe rechnen, als wenn sich die Beleidigung zum Beispiel an einen anderen Beruf. Das gilt dann ja auch für Ihren AfD-Kollegen.
Wir haben das Gesetz nicht eingeführt und wir haben nicht zugestimmt, Herr Kollege. Wenn er Anzeige erstattet, dann wird die Staatsanwaltschaft wohl auf Grundlage Ihres Gesetzes ermitteln. Aber Sie könnten auch einfach nur wegen Beleidigung ermitteln. Tut mir leid, wenn Sie das intellektuell nicht erfassen können. Seit Einführung des Tatbestands im Jahr 2021 ist die Zahl von Anzeigen und Ermittlungsverfahren explodiert. Eine regelrechte Zensurindustrie entsteht und unser ehemaliger Landtagskollege Brockmeier, der letzten Schrumpfkur bei der FDP zum Opfer gefallen ist, hat dort Anschlussverwendung gefunden. Er betreibt eine Anwaltskanzlei und das damit verbundene Abmahnunternehmen Sodan GmbH. Mittels künstlicher Intelligenz durchsucht er Kommentare und Beiträge auf Beute, also auf Bürger, die sich im Ton vergriffen haben. Doch damit nicht genug Geschmäckle. Das Land NRW fördert dieses Unternehmen, das sicher unschätzbaren Wert für unsere Volkswirtschaft hat, mit einem 5-stelligen Betrag aus der Landeskasse. Und es geht noch weiter. Unser Ministerpräsident Hendrik Wüst, aber auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ließen es sich nicht nehmen, mit Foto und Amtsbezeichnung auf der Website des Unternehmens zu werben. Erst auf Abmahnung des Rechtsanwalts Steinhöfel wurde das geändert. Die Staatskanzlei sprach von einem Missverständnis und übernahm, also der Steuerzahler, die Verfahren und Anwaltskosten. Das war's. Die Älteren werden sich erinnern, 1992, als es offenbar noch ein bisschen politischen Restanstand in Deutschland gab, musste Jürgen Möllemann zurücktreten, weil er als Wirtschaftsminister und Vizekanzler für ein Privatunternehmen warb. Damals ging es um ein Unternehmen für Einkaufswagenchips und nicht um ein mit Fördermitteln gepampertes Bestandteil der Abmahn- und Zensurindustrie. Dass man versucht, das Thema hier im Landtag nicht mal auf die Tagesordnung zu nehmen und dass SPD und FDP, die ja angeblich auch ein bisschen Opposition sind, darüber kein Wort verlieren, beweist 2 Dinge. Erstens, sie haben jeden politischen Anstand verloren. Zweitens, der Schutz unserer Grundrechte ist den Altparteien nicht nur nichts wert, sie sind fest daran, sie abzuschaffen und damit die Freiheit und die Demokratie in diesem Land zu gefährden. Wer also keine neuen Heimtücke-Gesetze, keine Zensurindustrie und keinen Polizeistaat will, der hat in Deutschland genau eine Wahl, und das ist die AfD. Vielen Dank. Geht raus, liebe Leute, es ist wieder soweit. Wählt das Blau, das uns in die Freiheit geleitet. Demokratie und Grundwerte, das ist unser Plan. Mit der AfD kommt ein neuer Morgen an. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Volksabstimmungen, das Schweizer Modell, das ist unser Weg, das finden wir ganz toll. Bundespräsidentenwahl direkt durch dich und mich. Mit der AfD wird Deutschland wirklich neu und frisch. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Opferschutz statt Täterschutz, das ist unser Recht. Unabhängige Richter, da läuft's wieder echt gerecht. Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD, da bleibt Deutschland in der Hand. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Kinder und Familien, die sind uns viel wert. Die deutsche Sprache, die haben wir geehrt. Der Klimaweg endet, Umwelt wird geschützt. Mit der AfD wird Europa neu gemixt. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Familien, die sind uns viel wert. Unabhängige Richter, da läuft's wieder echt.
Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD wird Deutschland in der Hand. Hey, 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 macht die Kreuze klar.